Hallo zusammen, euer Bonsai von Don Carne. Heute gibt es ein Hirschkarree und das werde ich sous vide garen. Unser Wild und im Speziellen hier auch der Hirsch von Don Carne stammt aus Deutschland, aus der Region Westfalen und Niedersachsen, ist in freier Wildbahn aufgewachsen und Wildfleisch zeichnet sich einfach durch ein tolles Fleisch aus. Wir haben hier eine tiefrote Farbe, ein tolles Aroma jetzt schon, sehr mager, das wird mit Sicherheit richtig köstlich. Das Hirschkarree kommt perfekt vorbereitet, da muss ich nicht mehr viel dran machen. Ich werde es heute im Sous vide garen. Das heißt, ich werde es in einen Vakuumbeutel packen, gebe Rosmarin, Thymian, ein bisschen Salbei dazu, kleines bisschen Butter, Wacholder, Pfeffer und Wildblütenhonig. Und dann wird es bei 55 Grad für 2 Stunden ins Sous vide gegeben. Danach werde ich schöne Koteletts draus schneiden oder Steaks und die dann an der Außenseite noch mal richtig schön anknuspern. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich habe die Butterstückchen hier oben aufgelegt und habe da rein die Pfefferkörner und die beiden Wacholderbeeren zerstoßen reingedrückt. Das Ganze geht jetzt in den Sous vide Beutel. Den habe ich mir zur Sicherheit oben umgeschlagen, damit wir uns die Kante nicht verdrecken, weil das würde beim Einschweißen nachher Probleme geben. Zum Hirschkarree gibt es eine schnelle Preiselbeersoße. Anfangen werde ich damit, dass ich ein wenig Butter erhitze, da Zucker zugebe, die Schale von 2 Bio-Orangen und das Ganze lasse ich dann schön karamellisieren. Die Orangenschale ist jetzt im Orangensaft und in dem Zucker karamellisiert. Ich werde jetzt die Preiselbeeren hinzugeben, das Ganze immer wieder mit ein bisschen von dem Fond ablöschen und zum Ende hin noch ein paar gehackte Cranberries dazugeben. Meine schnelle Preiselbeersoße hat jetzt schon eine ganze Zeit geköchelt. Um die ein bisschen einzudicken, werde ich jetzt einen Stich Butter mit ein wenig Mehl verrühren und dann flockenweise davon in die Soße geben, bis dass ich die richtige Konsistenz erreicht habe. Das Hirschkarree hatte jetzt ca. 3,5 Stunden im Sous vide bei 55 Grad. Ich werde es jetzt aus dem Beutel nehmen, in schöne Stücke schneiden und richtig scharf angrillen. Als Beilage zu unserem tollen Hirschkarree gibt es einen Couscous-Salat. Den habe ich gestern schon vorbereitet. Um den geschmacklich so ein bisschen aufzupimpen, habe ich ein bisschen passierte Tomaten mit da reingemacht, eingelegte Paprikas mit reingeschnibbelt, ein paar Frühlingszwiebeln. Das Ganze wird dann gleich auf dem Teller mit dem tollen griechischen Joghurt serviert und obendrauf noch ein bisschen von dem Minz-Cashew-Pesto. Mein Hirschkarree ist fertig. Ich werde jetzt sofort probieren. Mega lecker. Der Hirsch ist super zart, hat einen tollen, intensiven Geschmack
Dazu die etwas süße Soße dabei und der Couscous-Salat. Einfach perfekt. Schöne Säure dran, schön mit dem Joghurt und dem Pesto. Eine richtig runde Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, welche Gerichte ihr mit dem Wildfleisch jetzt wieder macht und welches Wild ihr am meisten vermisst habt. Bis dann, euer Bonsai.